Mit dem Release G3.4 von unserem Buchhaltungssystem ISF haben wir das Dokumentenmanagementsystem von Develop integriert. Ein wichtiger Bestandteil des Ganzen ist die Rechnungsverarbeitung. Wie die Rechnungseingangsverarbeitung aussieht, das zeigen uns jetzt meine Kollegen Arne, Frank und Dirk. Danke, Inga. Und hallo Arne, hallo Frank. Hallo Dirk. Arne ist bei uns ERP-Berater und Spezialist für das Thema Dokumentenmanagement. Du betreust HFX 360 und auch Develop, richtig, on-premise und in der Cloud. Du hast heute die Cloud-Lösung mitgebracht. Und Frank ist bei uns CIO und verantwortlich für IT und Produkte. Und du bist ja auch schon ein paar Tage hier, ich glaube jetzt... Über 35 Jahre. Gut. Unser Ziel ist heute, dass wir wollen uns mal anschauen, die Eingangsrechnung. Das ist jetzt egal, ob das ein PDF ist, ob das eine E-Rechnung ist oder ob wir eine Rechnung gescannt haben. Wir gehen in den Rechnungsleser rein, in Develop. Dann werden wir da eine sachliche und rechnerische Freigabe machen. Das macht alles Arne in Develop, heute in der Cloud. Und dann wird die Rechnung, hier geschieht ein Wunder, plötzlich in ISF sein. Buchungsfertig bei Frank. Ja, er wird fehlende Angaben bitte nachtragen, die Vorkontierung überprüfen, buchen und zahlen. Und dann gucken wir uns nochmal an, gibt denn ISF eine Rückmeldung an Develop und weiß Develop jetzt ganz genau, in welchem Status ist denn diese Rechnung aktuell in der Buchhaltung. Das ist der Plan für heute und dafür hast du einen Rechner mitgebracht und dafür habt ihr ein Beispiel mitgebracht, das wir sozusagen einmal komplett uns anschauen wollen. Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, wo wir denn jetzt hier sind, wo wir starten. Wo ist unser Einstieg? Unser Einstieg ist in Develop in dem Modul Rechnungsleser. Ja. Das ist ein spezielles Teil, wo eben sämtliche Eingangsrechnungen drin landen. Wie du schon sagtest, eben, die können per PDF, per E-Rechnung, Scanner oder auch per Drag and Drop von einem lokalen System da reingezogen werden. Und die werden dann in sogenannten Stapeln hier an der Seite erstmal abgelegt und jeder Stapel beinhaltet eine oder auch mehrere Rechnungen, die dann bearbeitet werden können. Wir haben hier eine vorbereitet. Ich habe einen Mandanten, ich kann auch mit verschiedenen Mandanten arbeiten in dem System und ich habe eine Lieferantennummer. Vieles an Informationen erkennt die OCR-Technik auch automatisch dann schon im Dokument und hinterlegt das alles hier. Ich habe hier Rechnungsdaten. Ich kann auch einzelne Bestellpositionen zum Beispiel noch hinterlegen, was dann zum Beispiel auch bei der Buchung für einzelne Positionen und für die Freigabe wichtig sein kann, haben wir hier im Beispiel jetzt nicht. Ja, aber du kannst jetzt diese Rechnung oder beziehungsweise Develop sortiert diese Rechnung automatisch zu und ordnet die zu an einen bestimmten Kreditor, weil wir die entsprechenden Daten von ISF auch überspielt haben und bereitgestellt haben, richtig? Genau, die wird erstmalig einmal ins System geladen und kann dann später über eine Schnittstelle regelmäßig aktualisiert werden. Ja, okay. Und das geht auch, es gibt die Möglichkeit, das in zwei Richtungen zu machen. Das kann auch aus einem Vorsystem schon kommen. Aus dem ERP-System können zum Beispiel auch Kreditordaten per API an Develop übergeben werden. Ja. Das ist also durchaus auch machbar. Wenn ich eine erste sichtliche Prüfung hier dieser Rechnung gemacht habe, dann gehe ich auf Speichern. Ich kriege dann immer noch so ein paar Hinweise, dass es Dublettenprüfungen gibt, dass es eventuell Daten gibt, die nicht ganz vollständig sind. Die kann ich mir bei den Details genauer angucken. Ich kann aber auch sagen, ja, ist mir alles bewusst und ich speichere die Rechnung. Ja. Dann sehe ich, sie wird verarbeitet hier an dem Pfeil und das dauert nur ein paar Sekunden und dann ist sie auf jeden Fall schon einmal, jetzt ist sie weg, jetzt ist sie im Dokumentenmanagementsystem schon einmal abgelegt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt, das darf man nicht unterschätzen. Wir sind ja rechtlich verpflichtet, Eingangsrechnungen abzulegen und für viele Unternehmen, die bisher kein Dokumentenmanagement haben und die das alles papierhaft gemacht haben, für die stehen jetzt vor dem Problem, sie müssen Dokumentenmanagement eigentlich einführen, weil es kommen ja immer mehr E-Rechnungen. Richtig. Und mit dem Release G3.4 von ISF haben wir jetzt, bisher hatten wir immer nur Schnittstellen zum Dokumentenmanagement, hier haben wir jetzt eine komplette Integration gebaut, ne? Richtig, wir tauschen die Daten direkt mit Develop aus und geben Rückmeldungen. Das zeigen wir gleich noch. Das ist unsere eigene API, das ist also eine eigene Entwicklung, eine eigene Verbindung, die wir zwischen unseren beiden Produkten,
Develop ist ja ein Partnerprodukt, ISF ist unser eigenes Produkt, gebaut haben. Wo ist jetzt diese Rechnung und was ist bisher jetzt passiert, ganz genau? Also passiert ist bis jetzt eigentlich Folgendes. Einmal ist diese Rechnung schon im Dokumentenmanagement abgelegt. Also da könnte ich sie jetzt schon sehen drin. Und zum Zweiten landet die jetzt in eben diesem Freigabeprozess. Den Prüfungen der Verteilung, sachliche Prüfung und so weiter und Freigabe. Das heißt, du möchtest jetzt einmal sachlich und fachlich prüfen, machst die rechnerische Prüfung und gibst die Rechnung frei. Richtig? Richtig. Kann natürlich bei euch auch, das können natürlich auch unterschiedliche Personen sein, vielleicht ein Kostenstellenverantwortlicher und jemand aus der Buchhaltung. Der eine macht die rechnerische Prüfung und der Kostenstellenverantwortliche macht die fachliche Freigabe. Das ist richtig und es ist sogar möglich, die Freigabeprozesse an externe Personen weiterzugeben. Das kann man in Develop so einrichten, dass wirklich jemand nur Zugriff auf diese Freigabe hat. Eine Stiftung oder sonstiges kann das zum Beispiel sein, wo dann einmal eine Freigabe erteilt wird. Das ist auch in Develop schon so vorgesehen. Die Rechnung ist jetzt in der Verteilung, in dem gesamten Prozess ist das der erste Schritt. Im Freigabeprozess ist diese Rechnung jetzt gelandet. Ich kann das einmal sehen im Rechnungseingangsbuch. Es gibt auch noch einen Bereich, der da heißt Meine Aufgaben. Wenn das nämlich an verschiedene Personen oder verschiedene Abteilungen aufgesplittet ist, was in der Regel ja normal ist, dann landen diese Aufgaben jeweils dort in diesen Abteilungen und können dort weiter verarbeitet werden. Da wir hier jetzt alle Schritte machen, ist das am einfachsten, wenn man es hier im Rechnungsbuch sich anguckt, da hat man jeweils alle dann einmal drin. Ich öffne diese Rechnung jetzt einmal in der Verteilung und sehe, das ist die Rechnung, die wir jetzt hier eben eingelesen haben. Ich habe hier den Mandanten, den Kreditor drin und ich habe hier schon die Möglichkeit, auch ein Sachkonto zu vergeben. Frank, welches Sachkonto vergeben wir hier? Dann nehmen wir die Office-Produkte. Auch eine Kostenstelle dazu schon? Ja, die 1003 bitte. Die 1003, die EDV. Das kann ich hier tun, muss es aber noch nicht. Das kann auch an späterer Stelle sein. Kann es auch sein, dass er das automatisch vom Kreditor übernimmt, wenn das vorbelegt ist? Das ist auf die Position jetzt bezogen, und nicht auf den Kreditor. Okay. Deswegen können das ja auch verschiedene Kostenstellen sein. Es ist rein theoretisch auch möglich, was ich eingangs sagte, dass es verschiedene Abteilungen gibt, die fachliche Prüfung machen und ich in einer Rechnung verschiedene Positionen habe, die von verschiedenen Abteilungen geprüft werden. Ich frage jetzt einfach nur zum Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise Softwarelizenzen bekomme von Adobe in der Rechnung oder ähnliche, das ist ja eigentlich immer der gleiche Prozess. Dann kann ich das doch eigentlich am Kreditor vorbelegen und übergeben. Oder muss ich das immer manuell machen? Für die Position muss es manuell gemacht werden. Okay. Es lässt sich allerdings hinterher im ISF auch am Kreditor festmachen noch. Das heißt, dann kann ich es auch dort kann ich es automatisieren. Genau. Okay. Ich muss dann in der Zeile eben festlegen, an wen geht diese sachliche Prüfung. Wer ist der sachliche Prüfer? Das können eben die unterschiedlichen Abteilungen sein. Das heißt, du kannst sagen, ich habe hier eine Rechnung und angenommen, das sind jetzt Telefonrechnungen, und dann gibst du die Rechnung, die Eingangsrechnung, die zum Beispiel der IT zugeordnet sind, an den Frank und die den Beratern zugeordnet sind, die ganzen Rechnungen, die gibst du dann in dem Moment zum Beispiel bei uns an den Michael. Ja, okay. Das ist durchaus möglich so und vorgesehen so. Der Einfachheit halber sind hier eben ist jeweils nur ein Schritt drin. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich auch weiter. Dann muss ich hier noch den Empfänger, das ist neu, nochmal einmal separat auswählen und sage, okay. Das dauert einen kleinen Augenblick in der Verarbeitung. Die ist raus. Ich bin jetzt immer noch in der Verteilung drin. Das heißt, ich würde hier jetzt die nächste Rechnung angezeigt bekommen. Ich will jetzt aber in die sachliche Prüfung gehen. Das ist der nächste Schritt. Ich habe das ja eben an die sachliche Prüfung übergeben. Jetzt ist die Rechnung beim Kostenstellen. Genau. Ja. So, da bin ich jetzt hier da drin. Hier habe ich im Prinzip die gleichen Möglichkeiten. Ich kann die Kostenstellen, Sachkonto nochmal anpassen eventuell und ich kann dann, wenn ich geprüft habe, ich bin der sachliche Prüfer jetzt hier, dann setze ich hier den Haken und kann jetzt sagen, weiter. Oder ich kann natürlich auch sagen, nee, Moment, das ist nicht meine Abteilung, lehne das ab, dann geht es zurück in die Verteilung. Okay.
Der nächste Schritt ist dann hier wieder auf Weiter. Und jetzt ist der Beleg in der Freigabe. Ja. Das ist quasi so der letzte Schritt vor die Übergabe in die Buchhaltung. Ja. In der Freigabe kann ich hier nichts mehr Kann ich auswählen. diese Prozesse auch ein bisschen abkürzen in kleineren Unternehmen oder muss ich immer jeden einzelnen Schritt machen? Nein, man kann auch Schritte überspringen. Ja. Das hier ist die Standardkonfiguration Ja. mit diesen 4 klassischen Schritten. Ich kann welche dazu tun oder ich kann sie natürlich auch wegkürzen und überspringen. Ich kann auch Abkürzungen nehmen in bestimmten Fällen. Das heißt, eine Freigabe überspringen, wenn es geringe Beträge sind zum Beispiel. Ne, solche Geschichten. Das heißt, ich kann den Prozess auch variieren. Das heißt, ich kann sagen, abhängig von der Betragshöhe möchte ich bestimmte Zahlungen halt verkürzt freigeben und andere Zahlungen möchte ich halt ausführlicher geprüft bekommen. Richtig, das ist alles möglich. Da gibt es verschiedene Abzweigungsmöglichkeiten oder Abkürzungsmöglichkeiten, nenne ich es jetzt mal so. Wenn ich hier bin, habe ich quasi nur noch die letzte Übersicht. Einmal stimmt das alles, ich kann immer noch hier ablehnen oder ich gebe den Beleg frei, was ja bei uns jetzt erstmal Sinn der Sache ist. Und dann bin ich jetzt hier in dem allerletzten Schritt. Dieser Beleg ist jetzt in der Buchhaltung, so nennt sich das, von den klassischen Schritten. Und wenn ich hier jetzt auf Buchen gehe, dann erfolgt die Übergabe an das ISF, an das Finanzsystem. Da kommst du jetzt ins Spiel. Dann würde ich sagen, tausch dir mal und du übernimmst. Ich buche das nochmal. Ja, achso, du musst das noch auslösen. Ich muss das noch einmal Natürlich. auslösen, genau. Ja. Sonst hast du ja nichts zu tun. Genau, sonst ist es nicht da. Der letzte Schritt, ich könnte es natürlich auch selbst hier noch ablehnen und dann geht es wieder ganz zurück. Ja, okay. In jedem Schritt möglich. So, jetzt ist hier in Develop diese Rechnung erst einmal komplett durch. Es gibt auch einen Workflow-Prozess, der dazu hinterlegt ist. Ich kann auch jeden Schritt immer noch nachträglich nachvollziehen, wer das gemacht hat zum Beispiel. Und jetzt kommt das ISF. Frank, dann musst du einmal übernehmen. Im Hintergrund wird jetzt im ISF die Rechnung abgeholt und in die Rechnungsverarbeitung übernommen. Wir können das im Develop erkennen. Wir haben hier Spezialfelder aufgenommen, wo man erkennen kann, wie der Status bei der Übergabe ist. Wir sehen hier unten rechts jetzt den S&S Rechnungsstatus. Der steht auf abgeholt mit heutigem Datum. Und daran können wir schon mal sehen, dass die Übergabe an ISF erfolgreich war. Wenn ich dann in die Stapelverarbeitung im ISF gehe, dann kann ich am Ende mit heutigem Datum auch wieder die zuletzt eingelesene Rechnung sehen und mit einem Doppelklick diese Rechnung aufmachen und sehe dann auf der linken Seite in so einem Splitscreen das Rechnungsdokument und in der rechten die entsprechenden Vorkontierungen, die übergeben worden sind. Das Dokument, das hier angezeigt wird, ist das jetzt wirklich in ISF drin oder hat ISF einen Zugriff auf das Dokument in Develop? Das ISF hat beides. Das hat einmal die Möglichkeit, über den Knopf hier unten Dokumentenarchiv direkt ins Develop zu springen. Ja. Und damit die Verarbeitung schneller ist bei der Rechnungsbearbeitung, haben wir innerhalb dieses Prozesses eine Kopie der Rechnung im ISF für den Zeitpunkt, bis sie gebucht ist. Okay. Ich nehme jetzt hier noch eine Korrektur vor. Der Steuerschlüssel ist uns hier an der Stelle falsch übergeben worden. Das sind eben so die Korrekturmaßnahmen, die der Buchhalter später noch hat. Ja. Ich kann die gesamte Kontierung im Zweifelsfall nochmal anpassen. Und so wie jetzt hier, ich habe nur den Steuerschlüssel geändert, jetzt ist die Rechnung inhaltlich erstmal in Ordnung und gebe sie dann hier in dem Dialog frei. Dann bekommt ihr eine Kennzeichnung, dass ich die freigegeben habe. Ja. Diese Kennzeichnung, die wird jetzt auch an Develop übergeben. Das heißt, wenn ich in Develop mir die Rechnung anschaue, dann würde ich das auch sehen schon? Die Kennzeichnung noch nicht, Ja. aber jetzt gleich, wenn ich die Rechnung verlasse Ja. und zum Buchen schicke. Okay. Das heißt, ich kann dann über einen Rechtsklick sagen, Buchen der freigegebenen Rechnung. Dann verschwindet sie hier aus der Übersicht und die Rechnung wird jetzt im Hintergrund auf das Konto gebucht und zusammen mit den regelmäßig laufenden Synchronisierungen mit Develop der Status auf gebucht gesetzt.
Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Prozess gesehen von dem Eingangskorb, Rechnungsleser, über die Prüfung, Übergabe an die Buchhaltung, Freigabe in der Buchhaltung bzw. Korrektur noch von Kontierung, Buchung, jetzt wird noch gezahlt und jetzt gibt es die Rückmeldung parallel an Develop. Wollen wir dann nochmal zurückspringen, ob man diese Informationen dort schon sieht? Ich zeige diese Rückmeldung gleich einmal. Ich würde jetzt einmal auf das Konto gehen. Ja. Dort habe ich jetzt die gebuchte Rechnung auf dem Konto, habe hier schon entsprechend, kann über einen Rechtsklick wiederum sagen, Beleg im Dokumentenarchiv anzeigen, dann macht er mir direkt das Develop auf und zeigt mir auch das entsprechende Dokument. Das heißt, in ISF ist immer im Hintergrund der direkte Bezug auf dieses Dokument und ich kann mir das auch direkt in Develop aus ISF heraus anzeigen lassen. Richtig. Okay. Jetzt würde im ISF die ganze weitere Klärung erfolgen, bis hin über Zahlungsvorschlagslisten, über den Zahlungsausgang, bis dann auch der Überweisungsträger erstellt wird. Das haben wir hier etwas abgekürzt. Ich habe diese jetzt parallel einmal vorbereitet. Hier auf dem Konto kann man das schön sehen. Da ist die Zahlung noch mit gebucht worden. Und ich gehe jetzt mal nochmal zurück ins Develop gleich und zeige einmal, wie das sich dann da darstellt. Da habe ich hier wieder in meiner Dokumentenanzeige unten die Zusatzfelder S&S Rechnungsstatus. Dort steht jetzt bezahlt und der entsprechende Zeitpunkt, wann das passiert ist. Das wird dann an der Stelle immer mit übergeben. Dann hat man einen besseren Überblick über den Prozess. Wann ist die Zahlung erfolgt? Wann ist vielleicht die Buchung erfolgt? Oder wann ist die Rechnung überhaupt im ISF gelandet? Ja. Das Ganze hat ja jetzt hier bei uns, ich sag mal, gefühlt fast eine Viertelstunde gedauert. Ja, ist aber in der Praxis sicherlich deutlich schneller dann. In der Praxis geht das viel, viel schneller, ja, weil ihr gebt die Rechnung frei. Die landet dann automatisch auf dem Schreibtisch desjenigen, der sie nochmal fachlich prüfen muss. Er gibt die frei, dann wird das übergeben an die Buchhaltung und dort wird die weitere Zahlung veranlasst. Wir wollten euch das natürlich jetzt nur Schritt für Schritt zeigen. Ein schöner Überblick, vielen Dank dafür. Und wir hatten ja jetzt schon gesagt, das wird ja ausgeliefert mit ISF im Release G3.4, richtig? Richtig. Ja. Magst du vielleicht auch nochmal einen Ausblick geben? Wir hatten das ja festgestellt, das ist ja jetzt der Start eigentlich einer direkten Integration. Wir hatten ja in der Vergangenheit immer wieder Schnittstellen zu Dokumentenmanagementsystemen, ja, weil unsere Kunden haben natürlich in der Regel immer schon damit gearbeitet. Jetzt haben wir halt gesagt, wir wollen ein Dokumentenmanagementsystem produkthaft komplett integrieren. Das heißt, wir müssen gar nicht mit euch ins Projekt gehen und das Ganze entwickeln oder komplex anbinden, sondern wir bringen die gesamte Lösung Dokumentmanagement und Buchhaltung integriert mit. Und da geht es ja aber noch weiter. Diese Integration zwischen Develop und ISF, da passieren ja jetzt in den nächsten Monaten noch ein paar weitere Dinge, richtig? Richtig. Da sind zum Beispiel geplant, die Ausgangsrechnungen, also wenn es jetzt um die neuen E-Rechnungen geht, mit ins Dokumentenmanagement zu bringen oder auch alle aufbewahrungspflichtigen Dokumente, steuerrelevante Belege, Geschäftsberichte, alles, was man sich in der Richtung nochmal vorstellen kann, was irgendwie über einen längeren Zeitraum und auch revisionssicher abgelegt werden muss. Genau. Viele unserer Kunden, wisst ihr, haben die Notwendigkeit, die müssen nach verschiedenen Vorgaben halt Berichte vorhalten, sind berichtspflichtig oder fallen auch unter die Kontrolle von bestimmten Aufsichtsbehörden und müssen dafür spezielle Reports vorhalten. Oder sie müssen für Investoren bestimmte Reports vorhalten. Alle die können wir jetzt automatisch und revisionssicher übergeben. Und das Schöne ist ja auch, wir können ja dann, wenn diese Ausgabe erfolgt ist, einen Link auf das Dokument erstellen und zum Beispiel Personen, die vielleicht gar nicht im Unternehmen sind, irgendwelche Stakeholder, externe Personen, Wirtschaftsprüfer oder ähnliche, denen können wir einen Link geben und die können dann auf dieses Dokument auch draufschauen. Richtig. Das kommt auch noch dazu. Ihr zwei, ganz herzlichen Dank für diese Integration und auch dafür, dass ihr das jetzt so gezeigt habt. Und dann würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier
mal einen Haken dahinter. Falls ihr Fragen habt, schreibt das bitte in die Kommentare und ich gebe zurück zu Inga. Tschüss. 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 Ganz vielen lieben Dank für diesen Überblick. Wie Dirk schon gesagt hat, kannst du eventuelle Fragen in den Kommentaren stellen. Ansonsten findest du unsere Kontaktdaten aber auch unten in der Beschreibung zum Video. Und wir werden bestimmt auch in Zukunft nochmal wieder Einblicke in ISF und auch in das Dokumentenmanagementsystem von Develop geben. Wenn du die neuen Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Bis bald!